Hallo und willkommen auf meinem Kanal 10 Talente. Ich bin die Andrea und in diesem Video zeige ich dir, wie du so ein Armbändchen machen kannst. Natürlich wieder mit einem passenden Verschlussknopf. Alle Fäden mittig falten und zusammen einspannen. Und zwar so, dass die 120 cm Fäden außen liegen und die 80 cm Fäden innen. Mit den 4 90 cm Fäden in der Mitte eine Raute knoten. Die linke Seite der Raute ist jetzt fertig. Ich knote zuerst mal weiter nach links und mache die andere Hälfte der Raute später. Ich lege den Knotfaden, der aus der Raute kommt, nach links über die 3 langen Fäden und knote die 3 langen Fäden mit Rippenknoten auf diesen Leitfaden. Jetzt mache ich die andere halbe Raute. Der Knotfaden aus der Raute geht als Leitfaden nach rechts über alle anderen Fäden. Jetzt schließe ich mit den beiden mittleren Fäden die Raute. Der linke Rautenleitfaden wird nach links über die nächsten beiden gelegt und diese nächsten beiden knoten horizontale Rippenknoten über diesen Leitfaden. Das wiederholst du auf der rechten Seite spiegelbildlich. Ich verwende hier eine Doppellochperle, du kannst aber genauso gut eine normale Perle nehmen und beide Fäden durch die Perle fädeln. Oder auch nur einen Faden durchfädeln und den anderen hinten herumführen. Nun nimmst du den Leitfaden und knotest darauf noch 5 abwechselnde Halbschläge.
Dann wird der Faden aus der Perle mit einem Rippenknoten auf den Leitfaden gefädelt. Das gleiche wiederholst du auf der anderen Seite. Die Umrandung der Perle rechts über links mit einem Rippenknoten schließen. Hier jetzt mit den obersten beiden Fäden ein Würmchen mit 13 abwechselnden Halbschlägen knoten. Auf den Leitfaden des Würmchens knotest du nun die beiden linken Fäden. Am besten steckst du dir eine Nadel an das Würmchen, damit du einen Widerstand hast. Achtung! Der bisherige Leitfaden wird jetzt Knotfaden und knotet auf den mittleren Faden einen doppelten Halbschlag, einen Rippenknoten. Nach innen und dann nach außen zu einer halben Raute. Das gleiche wiederholst du auf der anderen Seite. Die Raute schließen rechts über links mit einem Rippenknoten. Der Knotfaden der Raute geht jetzt nach rechts über alle anderen 3 Fäden und diese knoten horizontale Rippenknoten auf den Leitfaden. Genauso auf der anderen Seite.
Der Rautenleitfaden geht nach links über die nächsten beiden und diese knoten horizontale Rippenknoten drauf. Jetzt knote ein Würmchen mit 5 Halbschlägen. Biege das Würmchen um die Ecke und knote es unten wieder fest. Das gleiche auf der anderen Seite wiederholen. Die Mitte rechts über links mit einem Rippenknoten schließen. Ein Würmchen mit 7 abwechselnden Halbschlägen knoten. Der Würmchenleitfaden legt sich über die unteren beiden rechten Fäden und diese knoten horizontale Rippenknoten auf diesen Leitfaden. Achtung, der Leitfaden wird jetzt wieder Knotfaden und knotet auf den mittleren, einen Rippenknoten nach innen und einen nach außen. Dann legt sich dieser Knotfaden als Leitfaden wieder nach außen. Alle 3 Fäden werden mit horizontalen Rippenknoten draufgeknotet. Es folgt wieder das Würmchen mit den 13 Halbschlägen. Das gleiche wiederholst du auf der anderen Seite. Jetzt schließen wir die Raute.
Der linke Rautenleitfaden geht nach links, legt sich über die anderen beiden Fäden und diese werden mit Rippenknoten angeknotet. Danach ein Würmchen mit 5 Halbschlägen. Genauso auf der anderen Seite knoten. Wiederhole dieses Muster ab Minute 8 und 55 Sekunden, bis du insgesamt 4 Perlen eingeschlossen hast. Und wende dann dein Band um 180 Grad und knote auf der anderen Seite das gleiche Muster, auch wieder 4 Perlen. Dann kannst du am Schluss noch 2 Rauten anfügen oder auch mehr, je nach Handgelenksumfang. Dann machst du noch ein Füßchen, das habe ich bereits in anderen Videos erklärt, wie das geht. Und dann kommt ein Verschlussknopf. Jetzt tauschst du 2 Fäden durch das eine Perlenloch und die anderen beiden Fäden durch das andere Perlenloch. Wenn das Perlenloch sehr klein ist, wachse ich die Fadenenden zuerst mit meiner Bienenwachskugel ein und drehe sie zusammen. Außer diesen 4 Fäden kannst du jetzt alle anderen Fäden abschneiden, verschmoren und die Reste für deinen Verschlussknopf verwenden. Neu hinzukommende Fäden befestige ich mit einem Mastwurf. Der hält sehr fest, aber wenn ich die Stecknadel rausziehe, löst er sich sofort wieder auf. Noch ein mindestens 10 cm langer Restfaden wird mit einem Mastwurf befestigt und angeknotet.
Beide Seiten mit einem Rippenknoten rechts über links verbinden. Rechts und links jeweils einen neuen Faden anknoten und mit diesen beiden Fäden eine Raute knoten. Jetzt machen wir eine Doppelreihe um die Perle herum. Auf den äußeren Leitfaden kommt jeweils ein doppelter Halbschlag nach außen und ein doppelter Halbschlag nach innen und auf den inneren Leitfaden ein einfacher Halbschlag nach innen und wieder ein einfacher Halbschlag nach außen, weil die innere Bahn ja kürzer ist als die äußere Bahn. Jetzt schiebst du die innere Reihe noch ein bisschen zusammen, so dass eine Rundung entsteht.
Die inneren, oberen Leitfäden mit einem Rippenknoten rechts über links zusammenknoten. Mit den 4 inneren Fäden jetzt eine Raute knoten. Alle Restfäden abschneiden und abschmoren. Und auf der anderen Seite eine Kordel zwirnen oder flechten und einen Schiebeverschluss hinmachen. Fertig ist ein Armbändchen. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Danke fürs Zuschauen und tschüss bis zum nächsten Projekt.